5. Ich will es wissen. Im Moment sind Sie bei Scala Kultur hier in WDR 5 und nun sage ich 3 Buchstaben, die vielen von Ihnen nichts sagen dürften, aber Ihre Teenie-Kinder zum Kreischen bringen. BTS. BTS steht für die 7-köpfige Boygroup Bangtan Boys. Sie kommen aus Südkorea, sind also Vertreter des populären Korean Pops, kurz K-Pop. Und sie sind sehr, sehr erfolgreich. Nicht nur im asiatischen Raum, sondern auch international. BTS war die erste Band, die es auch auf Platz 1 der US-amerikanischen Charts geschafft haben. Zurzeit tourt die Band durch Europa und hat gerade ihr erstes Deutschland-Konzert gespielt. Ist alles ganz interessant, sagen Sie jetzt, aber warum ist ein Blick auf diese blauhaarigen Jungs aus kultureller Sicht lohnenswert? Weil das renommierte Time Magazine sie nicht nur auf ihr Cover gesetzt hat, sondern sie auch zu den Next Generation Leaders, zu den Anführern der kommenden Generation zählt. Und wie die Ansichten und der künstlerische Ausdruck einer Band eine ganze Generation lenkt und prägt, darauf sollten wir schon genauer schauen. Christoph Möller hat das für Scala getan. Es wird dieses Jahr wohl nur wenige Konzerte in Deutschland geben, bei denen so laut gekreischt wird wie bei den Bangtan Boys, kurz BTS, vergangene Woche in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Jede Geste der südkoreanischen Boygroup, die auf den hohen Leinwänden rechts und links der Bühne in Nahaufnahme zu sehen ist, wird frenetisch bejubelt. Junge Fans kreischen, schreien, weinen. BTS sind die Beatles des Digitalzeitalters, ein singender Superlativ. Die erste koreanische Gruppe, die Platz 1 der US-amerikanischen Billboard-Charts erreicht hat. Sie spielen in Stadien rund um den Globus. Ihr Twitter-Account hat die meisten Interaktionen weltweit. Die 30.000 Tickets für die beiden Konzerte in Berlin waren in nur 9 Minuten ausverkauft. Eine Euphorie wie um BTS hat es im Pop lange nicht mehr gegeben. BTS sind 7 Männer aus Seoul. 2013 wurden sie von einem Musikmanager zusammengebracht. Ihr Stil? Bunt. Anzüge in verschiedenen Farben, Pagenkostüme oder lässig in Jeans und weißem T-Shirt. Die Frisuren wechseln von blond zu schwarz, pink zu grün. Auf den ersten Blick wirken BTS wie eine typische K-Pop-Gruppe, sagt Michael Fuhr, Musikethnologe an der Universität Hildesheim. Dass es im Grunde verschiedene Charaktere sind, die da zusammenkommen. Das kennt man eigentlich auch schon aus den 90er Jahren, wie diese Boygroups oder Girlgroups zusammengesetzt wurden, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen sollen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Aussehen und Stilistiken. Auch dieser Mix, den wir kennen aus verschiedenen Stilen, aus Formaten, dass da Musik, Tanz, Videos zusammenkommen. EDM, R&B, koreanische Folklore-Beats, Stadionrock, Pop. BTS sind ein Hybrid unterschiedlicher globaler Musikstile. Fuhr sagt, es spielt keine große Rolle mehr, ob eine Band aus Südkorea, Südafrika oder Südamerika kommt. Dank sozialer Medien hätten alle die gleichen Chancen, berühmt zu werden. Sodass auch unbekannte Gruppen, die man vorher überhaupt nicht erreichen konnte oder von denen man überhaupt nicht erfahren konnte, dass es diese Möglichkeiten natürlich jetzt irgendwie per Mausklick ziemlich schnell gibt. Und da, glaube ich, sind die südkoreanischen Akteure ziemlich geschickt, das in ihre Strategien bewusst mit einzubauen und dieses Medium auch voll zu nutzen für ihre kommerziellen Zwecke. Die Inszenierung von BTS ist opulent. Zur wilden musikalischen Mischung kommt eine ausgeklügelte Performance. Perfekt einstudierte Choreografien, Mode, Frisuren, Make-up, Manga, Trash, Pop-Art. Die BTS-Ästhetik ist voll von kulturellen Referenzen und Verweisen auf Social Media. In Online-Foren und auf YouTube versuchen Fans, dieses Geflecht zu entwirren. Aber, sagt die Soziologin und Popforscherin Elena Beregow, ich glaube, dass der Kern der BTS-Fans gar nicht so sehr auf die Lektüre und Codes dieser Referenzen angewiesen ist, sondern
die auf sehr natürliche Weise auf sich wirken lässt und sich davon faszinieren lässt. Die lassen sich gewissermaßen auf die Oberflächen ein, lassen sich davon affizieren und das ist, denke ich, das Geheimnis. Beregow forscht an der Universität Hamburg unter anderem zu Oberflächenästhetik im Pop. Das grelle Auftreten von BTS scheint wie gemacht zu sein für die Aufmerksamkeitsökonomie junger Musikfans. Die schnellen Wechsel aus Reizen und Bildern sind für sie intuitiv lesbar. BTS' aktuelles Video zum Stück Idol arbeitet etwa mit Gesichtsfiltern, die man von Apps wie Snapchat oder Instagram kennt. Das ist insgesamt eine stark digitale Ästhetik. Also wir haben hier häufig digital animierte Szenen und Schauplätze, vor denen die Band dann tanzt. Wir haben diese Selfie-Szene in dem Video, in dem also der Bandleader am Ende ein gemeinsames Selfie von der Gruppe schießt. Und wir haben ganz wichtig zum Schluss diesen Hashtag Idol Challenge, wo also eine Aufforderung zur Nachahmung der Tänze und der Band insgesamt geschieht. Am Schluss des Idol-Videos sieht man Menschen aus aller Welt, die die Tänze von BTS nachahmen. Familien mit Kindern, Tanzgruppen, Personen im Rollstuhl. Beregow spricht von einer hyperinklusiven Logik. Bei BTS sind die Fans Teil der Inszenierung. Das Septett versteht es wie keine andere Gruppe derzeit, die Mechanismen des Internets für sich zu nutzen. Hinzu kommt, in Idol reagieren BTS auf Kritik aus dem Internet. Sie hätten ihre südkoreanischen Wurzeln verraten und seien nur noch eine amerikanisierte Popgruppe ohne Profil. Idol hat zahlreiche Bezüge auf traditionelle koreanische Tänze, Ausdrücke, Jugendsprache und Rhythmen, wie ein koreanischer BTS-Fan auf YouTube erklärt. 덩기덕쿵더러러러 is basically a beat used in a specific Korean rhythm called 굿거리장단. Idol ist auch das Stück, das US-amerikanischen Hip-Hop erstmals mit K-Pop zusammenbringt. In einer zweiten, deutlich populäreren Version des Stücks ist die Rapperin Nicki Minaj zu hören. BTS-Stücke sind komplexe moderne Pop-Songs. Nietzsche-Zitate in deutscher Sprache tauchen ebenso in ihren Videos auf wie koreanische Symboliken. Ihre Ästhetik ist anschlussfähig für Fans rund um den Globus. Popforscherin Elena Beregow sieht in BTS aber auch einen neuen Umgang mit Oberflächen. Ihre These ist, dass Musikerinnen und Musiker Oberflächen bislang vor allem als ästhetisches Mittel der Coolness und der Distanz benutzt hätten. David Bowie war Ziggy Stardust. Kraftwerk waren Roboter. Viele aktuelle Popkünstlerinnen und Künstler hingegen sind Oberfläche. Sie haben keine Skrupel, ihre Oberflächlichkeit auszustellen. BTS machen sich ganz stark auch zu Objekten der Blicke. Das ist, könnte man sagen, zwar nichts Neues, aber BTS fügen sich viel stärker in diese Landschaften, die sie entwerfen, selbst als Objekte ein. Und ihnen gelingt es viel weniger, diese Distanz noch aufrechtzuerhalten zwischen sich selbst als Oberflächenobjekt und dem Kunstwerk, das sie eigentlich erschaffen. Und das mag auch zu dieser Unmittelbarkeit beitragen, die die Fans sehen und die dementsprechend auch diese Nähe und Intimität zu ihren Idolen verspüren. BTS gelten als authentisch und echt, obwohl sie eigentlich unnahbar sind. Wie bei vielen K-Pop-Gruppen steckt auch hinter BTS eine Firma, Big Hit Entertainment. Zwar gehören BTS nicht zu einer der 3 großen koreanischen Entertainment Companies, den sogenannten Big Three, die Boy- und Girl-Groups in teilweise menschenunwürdigen Talentschmieden heranzüchten,
Doch auch Big Hit Entertainment kontrolliert jeden Schritt der 7 Mitglieder, sagt Elena Beregow. Also dieser Fankontakt und diese scheinbare Intimität ist ja in hohem Maße reguliert und kuratiert sozusagen. Also es wird ganz genau vorbesprochen und geplant, welche Infos aus dem Privatleben man öffentlich macht und welche nicht. Und trotzdem gelingt aber diese Fanbindung. Und das ist jetzt wirklich erstaunlich bei BTS. Im K-Pop-System herrscht großer Druck. Vergangenes Jahr hat sich ein Sänger der ebenfalls sehr populären Gruppe SHINee das Leben genommen. Musikethnologe Michael Fuhr sagt, K-Pop spiegelt ein gesamtgesellschaftliches Problem wider. Das sagen auch Ärzte, die sich um die Stars kümmern, dass es da einerseits einen ganz hohen Druck gibt, der aber nicht nur speziell Stars aus der Populärkultur betreffen, sondern eigentlich für die gesamte Gesellschaft gelten. Und es gibt viele andere solcher Persönlichkeiten, die auch darunter gelitten haben und sich das Leben genommen haben. Und wenn man das vergleicht und sich das anschaut, dann sieht man auch, dass Südkorea auf Nummer 1 der Liste ist mit der höchsten Suizidrate unter den OECD-Ländern. Yo, the world is complex. We was looking for love. 나도 그냥 그런 사람들 중 하나였어. 진짜 사랑인지 뭔지 믿지도 않으면서 습관처럼 사랑하고 싶다 찌그렸던. But I found myself, the whole new myself. 나도 헷갈려 대체 어떤 게 진짜 난지. 널 만나고 내가 책이란 걸 안 걸까? 아니면 네가 내 책장을 넘긴 걸까? Der Erfolg von BTS hat einen hohen Preis. Doch BTS machen einiges anders. Sie sind vergleichsweise unabhängig und sprechen, anders als die meisten K-Pop-Gruppen, über soziale Probleme. In ihren Lyrics geht es um psychische Krankheiten, Ausgrenzung und Mobbing in der Schule. Vor einigen Wochen haben sie als Botschafter der UNICEF für ein Programm geworben, das jungen Menschen bessere Bildungschancen ermöglichen soll. In einer Rede vor der UN-Generalversammlung rief BTS-Sänger RM junge Menschen dazu auf, selbstbewusst Position zu beziehen. Egal woher sie kommen, welche Hautfarbe oder welche Geschlechtsidentitäten sie haben. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. BTS sind häufig beides. Eine Feier der Oberfläche und Projektionsfläche für Probleme, Wünsche und Sorgen ihrer Fans. Sie sind perfekt inszenierte Popfiguren und nahbare Persönlichkeiten. Sie machen hochproduzierte Dance-Tracks und romantische Balladen. BTS sind ein Produkt der Gegenwart. Sie spielen mit dem Zeitgeist und sind für einen Pop-Act ihrer Größe erstaunlich politisch. Ihre Message ist einfach, aber kraftvoll. Sei du selbst, lass dich nicht unterkriegen. Und mit etwas Glück kannst du auch ein Star werden und vor Zehntausenden kreischenden Fans Konzerte spielen.